Wir sind in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Schuttorn, und zwar auf dem Campingplatz Baggersee-Schuttorn. Und das ist ganz grob in der Nähe von Offenburg. Und hier findet das Sommerfest der Firma RSM Bike statt. Und da sind wir dabei. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier auf diesem Sommerfest treffen sich viele Camper. Es geht hier auch so ein bisschen um Austausch, Erfahrung, zum Beispiel über E-Bikes, aber nicht nur über E-Bikes, sondern auch zum Beispiel, wie verlade ich die in der Garage. Und da möchte ich so einiges auch mal zeigen, damit man da mal so einen Eindruck von bekommt, wie kann ich mein Fahrrad gut im Mobil transportieren. Hinzu kriegen wir hier noch einige Tipps von der Firma RSM. Und zwar viele werden ihn kennen, den Andi. Andi ist der Chef hier bei RSM und kennt sich natürlich mit seinen E-Bikes sehr gut aus und wird jetzt noch einiges auch zu den Fahrrädern in diesem Video erklären. Hallo Andi, ich sehe gerade, ihr baut hier auf und ja, was ist hier los? Ja, hallo Hartmut, recht herzlich willkommen. Morgen startet hier unser Sommerfest von der Firma RSM Bike. Und wir sind hier kräftig schon dran, Zelte aufzubauen. Das Wetter soll besser werden, aber jetzt schauen wir einfach mal, was draus wird. Und dann kann man morgen alle Modelle bei uns Probe fahren. Und auch natürlich fürs leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Ja, du erwartest auch noch einige Gäste und einige Kunden, die hier kommen. Genau, haben sich einige schon angemeldet. Aber klar, das Wetter muss man jetzt abwarten. Ja. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wunderbar, wir sehen uns. Super. Ciao. Ciao. Das Sommerfest findet am Freitag und am Samstag statt und die meisten reisten am Freitag an. Es war ausreichend Platz reserviert auf der Camping- oder Zeltwiese hier vom Campingplatz. Auf der Wiese gibt es keine Parzellierung, jeder konnte sich so hinstellen, wie er möchte. Und natürlich sind auch Wohnwagen hier herzlich willkommen. Das Wetter war etwas durchwachsen. Aber das war kein Problem, es gab immer wieder trockene Abschnitte und der Samstag war eigentlich ein sehr schöner Tag. Den ganzen Tag schien die Sonne und man konnte gut Probefahrt machen hier mit den E-Bikes von RSM. Nicht nur Probefahrt konnte man hier mit den verschiedenen E-Bike-Modellen machen, auch konnte man sich beraten lassen hier von den Mitarbeitern der Firma RSM. Mich interessierte auch, wie transportiert man die E-Bikes hinten in der Garage vom Wohnmobil und da habe ich Camper gefunden, die mir gezeigt haben, wie sie das gelöst haben. Ja, wie es so ist auf so einem Treffen, beziehungsweise wir sind ja hier auf dem Sommerfest der Firma RSM Bike und da unterhält man sich, da trifft man sich und da habe ich wieder Camper kennengelernt, die Informationen für mich haben und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch. Ja. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, ich weiß, du heißt Jürgen. Ja, so ist Ich weiß, du bist der Andi von RSM. So, wir wollen uns unterhalten oder zeigen, ein Fahrradträger und speziell, ja, sag du Jürgen, was für Bikes hast du? Wir haben das Mobil Fun und haben ein normales Mobilistenbike und da haben wir das Problem gehabt, immer bei dem breiten Reifen einen passenden Fahrradträger zu bekommen. Und da habe ich lange recherchiert im Internet und wurde voriges Jahr fündig bei einer Firma, die die Möglichkeit hatte, zum Beispiel auch diese Führungen für den Reifen zu weiten, was oftmals bei den anderen Herstellern nicht möglich ist. Ja? Das heißt, die normalen Fahrräder, die passen immer, aber sobald es um Ballonreifen geht, die breiter sind als normal, dann wird es kompliziert mit dem Fahrradträger. Und da habe ich bei der Firma Vitec etwas gesehen und habe mich mit der Firma in Verbindung gesetzt und die haben mir Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das Ganze gestalten kann. Dann waren wir vor Ort gewesen und die Firma Vitec hat mich da wunderbar beraten und hat dann probehalber auch mal die Fahrräder angepasst und siehe da, es funktioniert und das will ich heute mal dem Hacko zeigen, damit er das mal sieht und auch den Interessenten. Genau, das ist die Firma Vitec, ich sag's mal im Vorfeld, die ist in Aulendorf beheimatet und
wenn Interesse besteht, Internetadresse ist bekannt, na, Provisionen bekommen wir keine. Gut, ja, dann wollen wir das Ganze mal in der Praxis sehen. Ja, gerne. Du hast hier diesen Fahrradträger hier einbauen lassen. Ich mache da mal die Aufnahme, gehe da hier mal ein bisschen näher ran. Ja, hier sieht man, Regalsystem hast du auch. Aber hier geht es ja heute um diesen Fahrradträger. Willst du uns das mal zeigen? Willst du uns den mal rausnehmen? Ja, gerne. So, der Fahrradträger hat den Vorteil, man kann ihn bei so großen Türen, wie wir sie jetzt hier am Wohnmobil haben, sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite herausnehmen. Ist eine ganz einfache Technik. Hier eingreifen, die Verriegelung lösen und dann einfach ziehen. Und die Fahrräder, die gehen relativ weit raus bis hierher. Das heißt, auch von der entgegengesetzten Seite kommt man relativ gut ran. Was der Fahrradträger auch noch hat, ist eine Arretierung, die verstellbar ist, und somit gehen auch die Fahrräder in der Querrichtung noch verstellen. Also wenn jetzt hier neben zum Beispiel weniger Platz wäre, dann ist hier unten, ich zeige es nochmal, hier vorne ist nochmal eine Verschraubung auf beiden Seiten, die kann man lösen. Und dann hat man die Möglichkeit, ich ziehe es mal ein Stück raus, dass man hier jetzt den Träger nach links oder nach rechts, wenn man genug Platz hat, kann man verschieben. Ja, das gleiche System ist auch auf der anderen Seite. Das heißt, man kann den Träger natürlich dann auch wunderbar individuell einstellen, was jetzt die Breite betrifft. Weil bei mir hier jetzt im Wohnmobil, sieht man hier neben, ist halt relativ wenig Platz an der Seite. Das heißt, ich kann das hier etwas rücken und habe trotzdem auf der anderen Seite hier noch mit der Pedale genug Platz, damit ich hier noch am Regal vorbeikomme. Das ist halt hier wirklich so im Zentimeterbereich. Ja. Jetzt haben wir ja immer das Problem, und deshalb gucken wir ja drauf hier, dass wenn man so ein Fahrrad hat mit diesen breiten Reifen, dass die Aufnahmen meist nicht breit genug oder nicht die Möglichkeit haben, da einzugehen. Richtig. Hier sieht man das jetzt schön. An dieser Seite ist für die normalen Räder diese schmale Version, und hier bei den Ballonreifen wurde im Prinzip dieser Träger hier unten wurde geweitet. Der wird warm gemacht, der Kunststoff ist biegsam und dann wird es einfach geweitet, und damit ist es individuell anpassbar, auch an die Breite vom Reifen. Ja, jetzt hast du ja einmal ein normales, von RSM ein normales E-Bike, Club-E-Bike, und dann hast du dieses Fun-Bike, Mobifun heißt das. Richtig. Das ist ja ein richtiger Kavenzmann, das ist richtig. Ja ordentlich was. Jetzt muss man das Ganze ja auch einladen und ausladen. Also da gibt es jetzt zweierlei Möglichkeiten. Zum einen, um es leichter zu haben, wäre es empfehlenswert, vor der Verladung jeweils immer die Akkus rauszunehmen. Der Akku ist ein großer Akku, der hat ein Gewicht von ca. 4,5 Kilo. Die erspart man sich dann schon mal beim Hochheben. Durch diese V-Form natürlich ist das Einfädeln auf den Träger bei relativ hohem Gewicht schon, wenn man alleine ist, bei dem großen Mobifun schon problematisch. Man muss schon kräftig gebaut sein. Ja. Bei dem normalen Mobilisten ist es überhaupt kein Problem. Das geht wunderbar in die Schiene. Aber hier bei dem zum Entladen kein Problem. Das kann ich gerne auch mal zeigen. Mit Akku und allem. Kann ich das jetzt nehmen alleine. Stell es raus. Fertig. Ja? Nur beim Wiederverladen ist es dann schon von Vorteil, wenn man zu zweit ist, weil es einfach zu schwer dann wird. Ja. Das Fahrrad hat fast 40 Kilo und das ist halt schon ein sportliches Gewicht. Ja. Gut. Hier deswegen sagt man ja, man sollte den Akku rausnehmen. Genau. Dann ist nochmal diese 5,2 Kilogramm leichter, das Fahrrad allein schon. Ja. Und dann passt die Sache, denke ich, ja auch. Ja. Was hier auch noch von Vorteil ist, das ist einmal diese individuelle Einstellgröße. Wie man jetzt sieht, ist der normale Mobilist von der Radlänge kürzer als jetzt das Mobifun. Und dann gibt es hier unten jeweils Schrauben, hier als auch hier,
die man lösen kann und kann hier in dem Profil dementsprechend die Beine stellen. Man kann auch hier vorne nochmal die Neigung verstellen. Das heißt, ich kann auch das Rad so von der Höhe einstellen, dass es unten gerade so drüber geht und ich dementsprechend oben mehr Platz habe. Ja, schön. Ja? Mhm. Wo liegen wir da ungefähr preislich? Preislich hat jetzt mit Einbau der Träger von der Firma Weitec 1350 € gekostet. Wie derzeit der Preis ist, kann ich nicht sagen. Muss man auf der Webseite im Internet dann einfach mal schauen oder mal anrufen. Ne? Genau. Aber so gut 1300 € mit Einbau muss man rechnen. Ne? Verbaut werden. Ja, du hast ja nicht so viel Platz oder Breite. Du musst ja auch ein bisschen gucken, dass du die Fahrräder da reinkriegst mit dem Regalsystem zusammen. Richtig. Und da hatte ich am Anfang das Problem, bei den Mobilisten ist es zwar nicht arg das Problem, weil man hier die Arretierung lösen kann und kann die Lenkstange dementsprechend abklappen, Ja. aber trotzdem ist es von der Breite zu viel gewesen, damit ich hier in diesen schmalen Raum drin kam. Jetzt haben die hier oben am Fahrrad auch noch mal einen Verschluss für die Höhenverstellung. Ja. Das zeige ich jetzt gerade an dem anderen Rad, dann können wir es besser sehen. Und zwar ist das hier dieser Höhenverschluss und der hat hier hinten einen Falz und hier in dem Ring von Werk aus ist hier eine Nase dran. Die arretiert das Ganze, das heißt, ich kann den Lenker nur in der Höhe verstellen, aber nicht drehen. Und jetzt bin ich hin und habe diesen Ring abgemacht und habe die Nase hier hinter rausgefeilt. Und das hat den Vorteil, ich kann jetzt drehen, mit dem Rad gleichstellen, Ja. absenken, leicht verriegeln Ja. und habe dementsprechend natürlich eine wesentlich langere Silhouette zu verladen. Ja, gute Geschichte. Ja. Ja. Am Anfang war ich mir unsicher, ob das Ganze auch passt, weil es hat ja einen Sinn, warum die Nase hier ist. Ja. Es ist ja ein Sicherheitsmerkmal in dem Moment, ne? Ja. Damit der Lenker während der Fahrt nicht wegklappen kann. Aber diese Verschlüsse habe ich auch am Sattel. Und wenn ich auf dem Sattel sitze bei meinem Gewicht und der hält das aus, dann sollte der Lenker das auch aushalten. Ne? Ja. Und ich bin jetzt mittlerweile 500-600 Kilometer mit der Räder gefahren in verschiedenem Terrain, nie ein Problem gehabt. Also machbar ist dieses System schon, gerade bei den Mobilisten, wenn einer sagt, wenig Platz, ne? Also man kann es in Eigenregie kann man es modifizieren, ist Ja. kein Problem. Kommen wir nochmal zum Einladen vom Mobilisten. Da hilft mir der Andi dabei. Dann ist es wesentlich einfacher und leichter, auch für mich. Im Prinzip der gleiche Weg wie beim Ausladen. Seitenständer rein. Dann gehen wir hier auf die Seite. Wir lösen die Sperre. Der Lenker wird längs gestellt. Kommt hier runter, leicht arretiert. Dann nehmen wir das Bike einmal hoch. So, jetzt kannst du vorne rum an. Ja. Gut, und ab. So ist es. Gut. Also du hast ja nicht immer den Andi dabei. Nein, die Frau. Aber die Frau. Muss die Frau mit an. Die ist im Ja, Moment die jetzt Frau, nicht gerade hier vor Ort. ja. Aber wenn sie da wäre, würde sie das gemeinsam mit dir Genau. machen. Ja. Die Frau nimmt dann vorne am leichteren Teil und ich bin immer dann hinter. Ne? Ja. Da ist es ein bisschen komplizierter, in Anführungszeichen. Ja, und da steht das Fahrrad drin Ja. und kann wieder dementsprechend ohne Probleme verladen werden. Ja. So. Gut. Ja, so passt's. Wunderbar. Schön, super. Jetzt erzähl uns doch, Jürgen, warum hast du zwei unterschiedliche Fahrräder? Ja, das hat einfach die Bewandtnis an der Körperfülle. Man sieht schon, ne? Da ist einfach das größere Rad mit den breiten Reifen, ne, ist ein bisschen sicherer, sage ich mal, auch von der Fahrstabilität. Und die Männer, die fahren auch gerne mal ins Gelände, ne? Und dann ist das schon
es macht Spaß, wie der Name schon sagt, Funbike. Ne? Ja, richtig. Und die Frau hat dementsprechend ein bisschen kleineres, leichteres, ist vom Handling einfacher. Ne? Wobei auch die großen Räder vom Gewicht sind es an die, ich weiß nicht, 5, 6 Kilo Unterschied. Genau, ja. 5, 6 Kilo, also es fällt nicht so ins Gewicht jetzt, ne? Wenn auch die Frau ein großes Bike fährt. Ne? Es ist vom Handling einfacher, das kleinere Rad. Ja, okay. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund. Ne? Ja. Und hier halt die Platzverhältnisse, ne? Sage ich mal. Okay, Jürgen, dann danke ich dir für deine Ausführungen. Bitteschön. Andi, dir natürlich auch. Dankeschön, Ich werde dir noch weiter berichten und ein bisschen was zeigen, was hier so los ist auf aus diesem Sommerfest, muss man ja sagen, hier am 4. und 5. August. Genau. Ja. Dankeschön euch Danke, beiden. ciao. Bitteschön, also, tschüss. Einstellen der Bremsen beim E-Bike, das war für mich immer ein Thema. Da war ich nicht so richtig fit drin, das wusste ich nicht so genau, wie macht man das. Und da bekommen wir jetzt hier von der Firma RSM und den Mitarbeitern eine Einweisung. Bremse einstellen. Ich hätte es jetzt rumgedreht. Ja, wie? Genau. So dass man es auch gut sieht, denke ich mal, oder? Also drehen wir es Also mal an. jetzt ist ja der Seilzug, jetzt auch ganz kurz noch René, jetzt ist der Seilzug ja auch gelöst. Ne? Und wenn man jetzt das Rad dreht, da schleift jetzt auch nichts. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, dann sitzt das Rad auch nicht irgendwie schräg drin. So, und jetzt drehen wir es einfach wieder rum. Kommt ihr noch vorne hin. Dann sieht es jeder, ne? Genau. Wenn das daheim einstellt, würde ich auch darauf achten, dass der Lenker immer gerade steht, weil wie eingeschlagen oder so verkürzt sich ja sozusagen auch schon der Seilzug und hier wird es dann auf Spannung gehen und dann, wenn man es wieder entspannt oder der Lenker gerade stellt, dann ist nicht die optimale Position. Das ist das Angenehme von der Gräse. Ja. Jetzt kann man hinter recht gut durchgucken, schaue, ob sich die Scheibe irgendwo Kontakt zu der Bremsbeläge hat. Ansonsten kann ich hier jetzt der rechte Bremsbacke näher an die Bremsscheibe ranführen. Da habe ich noch ein bisschen Luft. Wenn man mal so halber. Ganz ruhig, ja. Ja. Ist immer noch gut. Hörst du? Ja. Ah ja, das Ding hörst du gar nicht so. Jetzt hört man das so metallisches Schleifgeräusch. Das heißt jetzt, okay, der innere Bremsbelag hat jetzt zu weit dran gedreht. Jetzt dreht er wieder eine Stufe zurück und das machen wir so lange, bis wir jetzt nichts hören. Jetzt Immer schaut noch? das Quietschgeräusch, jetzt genau. ist es verstärkt noch ein bisschen. Jetzt ist eigentlich alles weg. Genau. Das heißt, der innere Bremsbelag, den haben wir jetzt eigentlich optimal eingestellt und jetzt kommt ja der äußere Bremsbelag dran und das spannt man jetzt mit dem Seilzug. Und dazu muss man diese Schraube hier, muss man die ein bisschen rausdrehen und dann kann der René den Seilzug spannen. Geht jetzt hier auf Spannung, bis ich an der Bremsscheibe dran bin. Ja, dann geht es auch schwer oder sitzt auch fest. Ja. Dann tut er den Seilzug festsetzen, wieder ziehen. Wenn man jetzt probieren würde, es geht schwerer, es schleift und dann muss man diese Schraube wieder hier reindrehen, ja gleich, damit sich der Seilzug wieder praktisch löst, beziehungsweise der äußere Bremsbelag wieder von der Bremsscheibe weggeht. Und das am Anfang, weil man jetzt da ja auch gespannt habe, ist es am besten, wenn man hier mal so 2-3 Mal kräftig zieht. René, kannst du mal ziehen, weil so ist ein bisschen. Genau. Und dann dreht man, ich kann drehen. Und er dreht jetzt oben gleichzeitig rein. Gut. Ja, gut, gell? Ja. Jawohl. Und dann haben wir auch wieder eine super Bremskraft vorne. Das war eigentlich schon alles von der Bremse einstelle her. Also wenn ich das richtig verstanden habe, den äußeren Belag, Bremsbelag kann ich beeinflussen mit dem Seil. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Das Ja. ist der linke Bremsbelag sozusagen. Genau. Ja. Und mit der Stellschraube hinten kann ich den rechten Bremsbelag. Ah Genau. ja. Muss ich das immer, ich habe bisher immer nur von den inneren Ja. mit dem Imbusschlüssel Ja. einfach ein bisschen näher Ja, herangedreht. das ist so, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass dieser Griff, wenn du Bremse tust hier, Ja. und der Griff würde jetzt hier ganz an den Lenkergriff dran gehen, Ja. du hast gar keinen Zug mehr, Ja. das ist dann ein Zeichen dafür, dass man den Seilzug neu spannen muss.
Ach so. Das ist eigentlich alles. Und dann tut man gleichzeitig den äußeren Bremsbelag einstellen. Dann hat man auch wieder einen größeren Druckpunkt hier. Aha. Ich glaube, das ist ein Grund mit bei mir, sind die unterschiedlich abgenutzt, die Belege. Genau. Und da habe ich wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass ich immer nur von innen die Schraube weiter reingedreht habe. Genau. Ja. Ah, ja. Und eventuell lautes Schleifgeräusch und der äußere Belag ist sozusagen immer noch zu weit weg und Ja. dann habe ich den Bremspunkt nicht. Ja, oder die okay, Bremskraft. das ist ja schon mal ein Hinweis, den man gut gebrauchen kann. Ja, genau. Ich zumindest. Allerdings habe ich nicht so einen tollen Fahrradlift, wie ihr jetzt hier habt. Nee, wir haben auch vorhin jetzt gerade eben gesagt, man kann ohne Probleme das Rad auf der Kopf stellen, auf der Rasen oder irgendwo im Hof, in der Garage, wie auch immer, Decke drunter legen. Ja. Und das Display gerade ein bisschen drehen, dann Ja. kann man es auf den Lenker legen und auf den Sattel, das geht dann auch. Ah ja, schön. Das ist dann auch kein Problem. Ja, das ist gut, ja. Ja, das war jetzt vom Hinterrad einbauen, ausbauen und die Bremse einstellen. Ich sage jetzt mal einfach so in die Runde, habt ihr noch Fragen? Gerne. Das war jetzt so ein bisschen Technik, war für mich ganz interessant mit dem Bremsen einstellen. Aber das Ganze macht natürlich auch hungrig und so geht es weiter jetzt zum Grill. In Aktion. Also ihr seid das Team hier für das leibliche Wohl, so heißt es genau. Ja, genau. Ja. Schön, ja. Alles da, was man braucht. Alles da, was man braucht, richtig. Okay. Danke euch. Die Geselligkeit darf auch nicht zu kurz kommen, aber das ist ja bei Campern alles kein Problem. Das Sommerfest findet ja an 2 Tagen statt, und zwar am Freitag und am Samstag, den 4. und 5. August. Ja, alles gut. Den ganzen Tag kann man Probefahrten hier machen. Auch Rita macht eine Probefahrt, und zwar mit einem ganz neuen Modell. Hat auch breite Reifen, also gut auch im Gelände zu fahren. Wir sind aber noch nicht sicher, ob wir umsteigen. Wir werden erstmal unsere XR-Modelle behalten. Das Wetter war ja durchwachsen, speziell am Freitag. Es gab immer mal wieder einen Regenschauer. Am Samstag hatte sich das Wetter dann gebessert und dann füllte sich auch der Stellplatz hier oder die Campingwiese. Da wir in circa 6 Wochen unser neues Mobil bekommen, interessiert uns natürlich ein Fahrradträger auch. Und da habe ich jetzt noch jemand gefunden, der auch einen speziellen Träger in seinem Mobil verbaut hat. Und der möchte uns das Ganze jetzt mal zeigen. So, jetzt bin ich bei einem weiteren Camper, der heißt mit dem Vornamen Volker. Hallo Volker. Hallo, grüß euch. So, auch bei dir würde ich gerne mal in die Garage schauen, oder wollen wir mal gemeinsam in die Garage schauen, um zu sehen, wie du deine Fahrräder transportierst und dort reinkriegst. Du hast jetzt keine sehr große Garage. Ja, herzlich gern. Das ist ein Carrado T449. Der hat ein Queensbett und dementsprechend auch eine sehr niedrige Garage. Ich sage immer, Platz ist in der kleinsten Hütte, und dank der RSM-Räder, wo man nachher hier dieses Lenksystem runterklappen kann, passt das natürlich auch wunderbar von der Höhe. So, es gibt ja verschiedene Auszüge oder verschiedene Modelle, wie man seine Räder befestigen kann. Ich habe mich für ein Modell entschieden. Ich müsste es jetzt nochmal recherchieren, Hartmut, du wirst es reinsetzen. Schmidt-Mobile. Es ist ein tolles System. Es ist wie ein Schuh, der da reinkommt, wo die Räder praktisch festgeklemmt werden. Ja, alternativ dazu kann man natürlich auch ein bisschen was basteln, wie jeder Camper ja gerne bastelt. Ich nehme diese Lenkstange bzw. die Sattelstange raus, habe mir eine Sattelstange gebastelt mit einem baumarkttypischen Türzagenspanner, den ich da reinsetze. So bekomme ich eine Stabilität nicht nur auf das Rad vorne mit dem Schuh, sondern halt auch zur Decke hin. Man kann das hier hochpumpen und es quetscht sich praktisch in dem Fahrzeug fest. Das ist eine ganz einfache Methode, kostet nicht viel und sehr effektiv. Ich zeige euch einfach mal, wie das reingeht. Aufgrund des Schuhs, der hier eine Laufschiene hat, kann ich das Rad so reinheben und das Fahrrad läuft dieser Schiene entlang. Oh, Moment, die Pedale, Vorführeffekt, dieser Schiene entlang bis vorne hin, bis zu dem Schuh, und dann nehme ich den Türzagenspanner und jetzt kriegt der Druck. Jetzt ist das Rad schon stabil. Und auf der anderen Seite mache ich es nur noch fest mit dieser Schnalle und die Räder stehen perfekt rein. Ja, okay. Das sieht gut aus soweit. Ja, jetzt gehe ich mal zur anderen Seite hin, um das Ganze da nochmal
Also da gut ist das Ganze noch mal fest. Das Ganze nochmal fest, sicherheitshalber, und dann ist das fest. Ja. Da kannst du schon mal eine Vollbremse machen, und die Räder stehen fest. Und ich sehe da in der Mitte eine Schiene. Die könntest du als Anfahrhilfe, wenn ich mal besonders schwache Tage habe, habe ich mir ein Riffelblech biegen lassen und das kann ich dann als Auffahrhilfe von der anderen Seite nehmen. Ja, okay. Für das Rad mal hochzuschieben. Ja. Und schaffst du denn auch das große Bike auch hier reinzuheben? Das andere geht genauso rein, das setze ich nur andersrum rein, also entgegengesetzt, rückwärts rein. Dann ist das Hinterrad hier und dann passt es wunderbar. Ne? Ja, okay. Weißt du so aus dem Kopf, was sowas kostet? Ich müsste es nochmal recherchieren. Weißt ich habe es vor 2 Jahren, ich glaube so 140, 150 Euro. Das ist ja kein Preis. Ne? Ich gucke nochmal nach. Ja. Ich suche es dir gleich mal raus. Ja. Ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Aber die wunderbaren, diese Schuhe, die kannst du verstellen. Die haben verschiedene Löcher. Ja. Und hier, du kannst hier praktisch die löschen, die kannst die lösen. Ja. Ja, das sind so Rädelschrauben. So. Und die kannst du auf verschiedene Breiten, je nachdem, der eine hat ja ein Mountainbike, breiterer Reifen, dünnerer Reifen, kannst du die praktisch dann einstellen unten drunter. Die Schuhe kaufst du aber so in der Breite fertig, entsprechend der Reifenbreite. Die kannst du ja selber verstellen. Hier sind Schrauben, ja, guck hier. Achso. Die holst du raus. Du kannst praktisch, hast ein anderes Fahrrad, machst du die Schrauben raus, setzt den Schuh enger zusammen und schraubst es da wieder rein. Jedes, was für ein Fahrrad du hast. Ja, ne? ja. Das Einzige, was fest montiert wird im Fahrzeug, ist diese Grundplatte hier. Ne? Die wird reingeklebt. Ne? Die habe ich mit dem Kleber und nochmal fixiert mit kleinen Schrauben. Ja. Es gibt eine Schablone, kommen hier kleine Löchelchen rein, damit diese Hülsen, diese Buchsen der Schrauben, der Gewinde praktisch tiefer sitzt. Und das ist alles, was bleibt. Ne? Du kannst also alles rausnehmen und entfernen. Ne? Das ist ja auch vom Gewicht her interessant. Absolut, das wiegt ja nichts. Nee. Ne? Ja. Ich recherchiere mal, ich muss mal schauen, ich glaube Schmidt-Mobile oder wie der hieß. Ja. Ich finde es gleich. Alles gut. Ne? So. Und den setze ich immer dazwischen. Man nimmt den mit, aber meistens mache ich es ohne Schiene. Ja, das ist ja auch noch eine Höhe, die kann man gut verkraften. Ja. Und du kannst ja auch rein theoretisch die Fahrräder vorne erst anheben und dann den Rest reinschieben. Richtig, ja. Genau. So mache ich es auch immer. Das ist auch eine Eigen Das ist auch eine Eigenkonstruktion, wie man es macht. Ja. Nichts anderes wie 2 Aluminiumschienen. Ja. Und da kommt einfach die Kassette drauf. Übrigens, die ist geleert worden heute Morgen. Das schiebst du so dazwischen und gurtest das Ganze dann nochmal fest. Sicherheitsgründen, eine Gurt würde schon reichen. Da geht nichts. Ja. Damit fahre ich durchs Gelände. Ja. Ja, das ist, glaube ich dir. Ja. Ne? Auch eine einfache Lösung. Das hat mich, die Idee kam mir in Klüserath, wie wir am anderen Ende vom Platz standen und an der Einfahrt sozusagen die Toilettenentsorgung war. Da habe ich gedacht, das schleppst du aber doch nicht. Da lässt du dir mal was einfallen. Und da ist er drauf gekommen und dann hat er das gebastelt. Ne? Herzlichen Dank für deine Ausführungen hier, ich danke dass dir. ich das aufnehmen durfte. Ja, wir sehen uns. Gerne. Bis dann. Ciao. Jetzt noch einige Bilder zum Campingplatz. Der Campingplatz liegt an einem See, das ist ein Baggersee, glaube ich. Ist schön angelegt. Überwiegend sind hier Dauercamper oder Langzeitcamper, aber es gibt aber auch Plätze für kurzfristigen Aufenthalt hier. Dieser See ist auch zum Baden geeignet, also man kann hier schwimmen gehen. Die Wassertemperatur soll nur 20 Grad betragen. Camper haben mir erzählt, es wäre 23 Grad warm, das Wasser. Wir haben ja immer noch Ferienzeit, so ist der Campingplatz auch gut gefüllt, aber man findet hier und da auch nochmal einen freien Platz. Hunde sind hier erlaubt und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es auch am See einen kleinen Strand für Hunde extra. Der Platz ist vom 1. April bis zum 30. September geöffnet. Was man hier auch gut machen kann, ist Fahrradfahren. Wir sind doch einige Strecken hier gefahren. Es ist relativ eben hier. Auf dem Platz gibt es auch ein Bistro.
Das haben wir gerne genutzt. Hier kann man sich mit Campern zusammensetzen und was trinken oder auch was essen. Wir haben dort uns mit Campern am Abend getroffen und haben was gegessen und dabei zog ein Unwetter auf. Ein Unwetter von wenigen Minuten, aber es war ganz ordentlich. Aber Gott sei Dank sind keine größeren Schäden entstanden. Am Sonntag sind dann die meisten abgefahren. Die Veranstaltung war auch zu Ende. Und so sage ich jetzt auch Dankeschön an die Firma RSM für diese Veranstaltung. Hat uns Spaß gemacht und es gab vieles Interessante zu sehen. Das war es mal wieder von mir. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.